Gronemann Gaming. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von We Happy Few. Wir starten direkt wieder durch. Wir müssen die Schallplatten nach wie vor zu Lina bringen und hoffen, dass wir es zeitnah schaffen. Then I wouldn't have to run back home as often to defeat Gwen. Sounds a bit hard-hearted, doesn't it, Gwen? But Mummy's trying to save our lives. Ja. Den Satz haben wir schon mal gehört, nämlich beim letzten Mal sind wir ja von allen möglichen Leuten verprügelt worden, weil wir gelaufen sind, weil wir einfach nicht die Zeit hatten. Das war wirklich nervig. Die Zeit haben wir nach wie vor nicht. Deswegen müssen wir nach wie vor ein bisschen schneller machen. Das war echt so eine richtige Zwickmühle, ne? Beeilst du dich, sind alle hinter dir her. Beeilst du dich nicht, ist wahrscheinlich das Kind tot. So. Immer weiter, immer weiter. Ich nehme mal Fingerhut mit. Vogelbeere. Nach denen natürlich nur nachts, klar. Ah, es ist schon wieder auf Rot gefallen. So, das heißt, wir müssen uns wieder ein bisschen beeilen. Okay. Lilane Blumen. Gute rote Blumen, Fingerhut. Ja. Wir müssen uns beeilen, aber wenn wir Blumen mitnehmen können, ist das nie verkehrt. Weil wir sind ja schließlich eine Chemikerin und das ist das, was uns am Ende des Tages wahrscheinlich retten könnte. Wobei ich euch ehrlich zugeben muss, ich möchte es nicht wieder so blutrünstig haben wie mit Arthur, weil ihr seht ja auch, sie kann einfach nicht so krass kämpfen. Und Arthur war ja schon am Ende eine richtige Maschine, ein richtiger Killer. Das war nicht mehr feierlich. So, Kleidung. Da. Der anständige Anzug, sehr gut. Wir nehmen unsere gute Freude. Whoa. Hello. Too bright and shiny. Let's have a look at you, shall we? You're in tip-top shape, aren't you? You were so pleased you survived the garden district. So, jetzt werde ich mal nicht so rennen. Das ist ja auch gar nicht so weit im Endeffekt. Wir müssen nur links rum und dann... Was sagt diesmal die Anzeige? Oh, das sieht so... Also es hält sich noch ein bisschen. Das haben wir ja gesehen, weil wir wurden ja verprügelt. Haben uns versteckt und dann wieder verprügelt. Aber das sieht so krass wenig aus. Und wir gehen so elendig lässig. Das geht mir so auf den Keks. Would you know how to defend yourself against the marauding Bosch? So, wir reden mit ihm. Sally Boyle! I hope you found the Uncle Jack record. Me brother's been pestering me. I have indeed. You're Brillo! Milk you shall have! Lionel,
You're sort of handy, aren't you? Well, I do like to tinker. You'd be amazed at the state of some of these things when they come into the shop. Can't sell them if I can't fix them. I have some designs for some apparatuses. Some sort of water feeder for birds? Oh, heavens no. I can't stand the crows. It's for my flowers. Mustn't overwater, but I keep forgetting to water it all. Oh, of course. Well, let me see what I got in the back there. I bet I can find all the pieces sooner or later. They never show up right away, but they always show up sooner or later. Check back in a bit. Alles klar. Kommen in ein paar Tagen wieder. Mhm. Kein Problem. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Einrichtung. So, aber jetzt ganz ehrlich, könnt ihr mich mal. You? You're out. Ich werde jetzt hier rennen, doch. Das werde ich jetzt tun. Ich muss nämlich Gwen mit Dosenmilch versorgen. Na. Die ist halt auch nicht so schnell, ne? Asa war das schon besser. Der hat sie einfach alle umgebracht. Fuck. Die hat keine Kraft. Die hat zu wenig Tempo. Was ist denn mit ihr? I'm glad all that nonsense is over. Es ist gar nicht mal mehr so weit. Oh, das könnte schon wieder sau eng werden. Ja, das ist aber auch ätzend, dass du nicht laufst. Also, ja, es gehört halt schon später dazu, ne? Aber ich hab's halt ein bisschen einiger gerade. No snakes in my garden! You won't get away with this. Ist versperrt. Müssen. Die sind in der Tür. Wie. Behälter füllen, Wasserfilter, so, ich verlasse gerade, wie es ging. Und Babymilch herstellen. Gwen's got something to eat at least. So. Here we go, darling. Baby milk. You won't believe what Mummy had to do to get this for you. Well, I'll never tell you, frankly. Die arme Gwen. Du hast uns gesagt, die ist jetzt nicht die süßeste. Who's at the bloody door now? Oh nö. Erstmal perken. Oh ja. So.
So, Gott sei Dank, ey. Jetzt können wir auch ein Junge, was stimmt mit dem nicht? Bim bam, bim bam, bim bam. Bim bam, bim bam. Sorry to bother you, ma'am. The lads is wondering if you've got any blackberry ready for 'em. Oh, I'm working on it. In a day or two, I hope. The lads is getting a mite twitchy, to tell you the truth. I must ask you to accompany me to the station so you can explain yourself to them precisely. Was? Was? Warum denn das? I don't understand the worry. Haven't I always provided you with BlackBerry? I just had a little hiccup in the lab. I'd be working on it right now, but apparently you lads are lonely. That ain't quite true though, Mum, is it? You've been seen all over town doing all sorts of things. We don't imagine that Lionel Cashier is much of a source of pharmaceutical ingredients. Oh, but there, you'd be wrong, Constable. See, I had to replace some bits of lab equipment. And you've been roaming around the Golden District doing Lord knows what. Yes, well, Blackberry's made with herbal extracts. Why do you think it's called Blackberry? And the Victorial Memorial Camp? 2 visits in the last week? I suppose them visits was for our benefit as well. Not at all. I was visiting the General. He also gets quite cross when I haven't seen him in a while. So he... well, yes, of course you would. Right. Well, we can hardly expect Miss Boyle to ignore the General now, can we, lads? Of course you would. Nonetheless, Miss Boyle, the lads have developed an appetite for your fine cooking, as it were. If they go hungry, chaos will ensue. We must insist that you devote your full and urgent attention to feeding them. Or what? Or we shall be compelled, willing or no, to provide your assistance, willing or no, to Dr. Verloc. And that won't be cheery for either of us. I guess I can't blame them for being antsy. It's not fun going off BlackBerry. And if they go back on regular Joy, they'll get the cramps and they won't even remember why. Thank God I'm almost done with this new batch. Zum Labor zurückkehren, alles klar. Jetzt können wir wieder rennen. Ich vergaß gerade kurz. Okay, wir machen erstmal den heimischen Herz. Ne, wir sind fast da. Bisschen zu weit gehen. Jesus, it smells like burning chemicals. Oh shit. Where's the fire extinguisher? Christ almighty. Wo ist der? Ach, da. Jesus, no. Ja, da schießen wir den mal rechts. Da. Idioten. Weil die Idioten uns direkt geholt haben.
Okay. First things first. How bad is the damage to the lab? The triode on the crystallizer's broken. Ugh. Why do I get an N7 vacuum tube? Oh, God. My old chemistry box. It must be still in my old house. I was really hoping I'd never have to go back there. Ist das schon wieder? Ach ja, jetzt ist schon wieder drin. Oh Mann, ey. Dann machen wir doch erstmal Änderungen. Dann sprechen wir erstmal mit Mrs. Blankhurst. So, wir klingeln. Da ist die gute Frau Pankhurst. Mrs. Pankhurst, how have you been? Couldn't be better. I was having dizzy spells, but they've gone away. Isn't that wonderful when things just sort of cure themselves? I've been meaning to go visit the Reform Club, but my old outfit... I seem to have filled out a bit since then, if you can believe that. Oh, remember when I made you that lovely nurse's uniform? For the Reform Club? You know, I've always wanted to visit there. Wanda's such a good friend of mine, but she never tells me what goes on there. I imagine they drink tea and discuss how to reform government and things like that. Sort of. Not exactly. Can't you wangle me an invitation? I keep asking my friend Wanda, and she always promises, but somehow it's always next week. I ought to be able to manage that. If you could get me an invitation, I'd be ever so thrilled. We could go together. I'll come by when you've got one. Your new outfit should be done by then. I wish I'd learned to sew. Well, I don't wish it. I'd probably have become a seamstress like Mum. So, wo ist der Reformclub? Okay, wir müssen mal wieder nach hier unten. Boah, es ist so angenehm, einfach wieder laufen zu können. Ne? Das ist mir die ganze Zeit so auf den Keks. Vor allem, weil ich ja wirklich im Zeitdruck war, also zumindest wurde mir das so suggeriert. I don't know if you've noticed, but it's getting late. So, immer mal wieder schön hier die Mülleimer leeren. Das kennen wir ja noch. Dann wieder zurückgehen, weil wir wieder falsch gelaufen sind. Das kennen wir von vorhin noch. So ein Blödsinn.
Da sind wir doch. Afternoon. Have you got my bird feeder? No, not quite. Check back in a little while. How can I help you? Mind if I look around? 50. Okay. Ich kann ja mit Sicherheit was verkaufen. Wir haben aber wahrscheinlich wieder gut was gesammelt. Ja, hier, noch Glasflaschen. Da ist so schon mal nicht verkehrt, dass wir hier alles eingesammelt haben. Das könnten wir vielleicht noch gebrauchen. Die Standente brauchen wir aber nicht mehr. Der Schlittenfahrer. Ein Hackmesser, Junge. Wir nehmen die Erladung. I appreciate your custom. I hope to see you again soon. Si. So, und dann gehen wir die ganze Rückwärts. Gefühlt total unnötig. Aber naja. Die sehen aber auch alle so knuffig aus, ne? Und das ganz ohne Freude. Now today we're going to talk about the wonderful world of flower extenders. So, bis zum Ende der Straße und dann nach rechts. Das können wir uns merken. And bread has to be made of wheat flour. Ground barley, for example, is pumped. Why wouldn't it be? Barley is the key ingredient in beer. So, da haben wir schon wieder unser Örtchen. Und dann gucken wir mal, ob sie auch unser klasse Outfit fertig hat. Are you sure you really want to go to the Reform Club together? I'm not sure that nurse's uniform still fits. Oh, no. I'm not much of a night owl anyway. I just hate being excluded, you know. Oh, I made your outfit for you. It's ever so slimming. I think you'll look wonderful in it. Oh, you always look wonderful. You're such a dear. What would I do without you? Come by any time you need something new to wear. It's such a joy making clothes for you. You always make me look so good. Well, look at you. Oh. Einbrecherkostüm, Kommunikation. Das sind natürlich jetzt ganz andere Möglichkeiten, ne? Ein schicker Polsteranzug. Verstärkter Polster, okay. Ja, da sind schon ein paar interessante Sachen bei. Sorry, love. Girls got to live on a budget. Das Mädchen muss sparen. Ja, das ist korrekt. Das muss es.
kurz zum Baby. Also müssen wir wieder hier. So, füllen. Wasserfilter. Ups, Entschuldigung, meine Freunde. Da musste ich mal kurz niesen. So. Hier steht noch eine Babymilch her und dann kümmern wir uns nochmal. Sweet dreams. I wish you could dream about the countryside. When we were small, my sisters and I loved spending holidays at my grandmother's. I didn't realise it was so Mum could spend a few days without having to worry about keeping everyone safe and alive. It does something to your head, being a mum. But you just go to sleep. Hm? Erstmal die ganze Freude wieder filtern. Ah, ekelhaft. So. So, rein ins Wasser zum Pumpen und jetzt, meine Freunde. Oh nö, das war falsch. Falsche Taste. Odd. Nein, man kann Wasserfilter mehr. Kann ich Wasserfilter herstellen? Das ist so komplex, das Ganze hier. Das ist der Wahnsinn. Metall, Rohstoffe, Kohle. Okay. Ja. Meine Freunde, wir werden erst beim nächsten Mal wieder das Ganze hier weiterspielen. Ich bedanke mich bei euch und diesmal wird es nicht für eine ewig lange Pause geben. Ich verspreche es euch. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dann.